Schön, dass du da bist. Weißt du, manchmal braucht es keinen Streit, keinen großen Knall, sondern nur diesen einen Moment, in dem etwas in dir still wird und du merkst, so wie jetzt kann es nicht einfach weitergehen. Irgendwann kommt dieser Moment. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern leise. Du sitzt da, vielleicht ganz normal im Alltag, und innerlich merkst du, so wie jetzt kann es einfach nicht weitergehen. Das ist kein Zusammenbruch, aber auch kein Scheitern. Das ist ein Punkt, ein innerer Punkt, an dem etwas ehrlicher wird. Schön, dass du da bist, wirklich. In der letzten Folge ging es ums Warten, ums Offenbleiben, darum nicht zu ziehen, nicht weil die Liebe weg ist, nicht weil Hoffnung falsch war, sondern weil etwas anderes langsam wichtiger wird. Selbstachtung. Ich habe lange gedacht, Grenzen wären Mauern. Etwas, das Nähe kaputt macht, das trennt. Vielleicht denkst du das auch. Aber das, was ich lernen musste, war etwas anderes. Eine Grenze hat nichts mit Rückzug zu tun. Sie ist kein Schweigen, kein Druckmittel, kein Ultimatum. Eine Grenze ist Führung. Wenn du Täterarbeit machst, wenn du Verantwortung übernommen hast, wenn du wirklich hinschaust, dann taucht irgendwann diese leise Frage auf. Wie schütze ich mich, ohne wieder kalt zu werden? Wie bleibe ich offen, ohne mich selbst zu verlieren? Viele Männer setzen Grenzen zu spät. Nicht, weil sie keine haben, sondern weil sie Angst haben. Angst, dass eine Grenze alles kaputt macht. Nähe, Hoffnung, vielleicht sogar alles. Also halten sie aus. Oft viel zu lange. Und irgendwann merkst du, ich bin noch da. Aber innerlich nicht mehr ganz. Und hey, weißt du, das ist der Moment, den viele überspringen. Nicht, weil er so laut ist, sondern weil er wehtut, ohne Drama zu machen. Du funktionierst noch, aber du bist nicht mehr wirklich da. Eine Grenze ist kein Zeichen von Härte. Sie ist ein Zeichen von Präsenz. Sie sagt nicht, so nicht mehr mit mir, sondern eher, so bleibe ich mir selbst treu. Und genau das macht Beziehungen sicher. Vielleicht kennst du diesen inneren Konflikt. Du willst verständnisvoll sein, geduldig, zeigen, dass du dich verändert hast. Und gleichzeitig spürst du, wenn ich alles aushalte, halte ich mich selbst nicht mehr. Und hey, wenn du das gerade fühlst, dann stimmt etwas mit dir. Nicht falsch, nicht schwach, sondern wach. Das ist kein Rückfall, das ist Reife. Ein Punkt, an dem etwas wächst. Grenzen entstehen nicht im Kopf, sie entstehen im Körper. Du merkst sie daran, dass etwas enger wird, müder oder schwerer. Nicht explosiv, nicht aggressiv, sondern leise. Eine gesunde Grenze fühlt sich ruhig an. Nicht wie Kampf, nicht wie Trotz, sondern wie Klarheit. Eine Grenze klingt nicht wie, wenn du das nicht, dann, sondern sie klingt eher wie, so kann ich gerade nicht bleiben. Ohne Drohung, ohne Forderung, ohne Schuld. Grenzen sind kein Werkzeug, um den anderen zu verändern. Sie sind kein Hebel. Grenzen sind eine Entscheidung für dich, nicht gegen den anderen. Heute sage ich für mich, ich darf offen bleiben und trotzdem ehrlich zu mir sein. Ich darf hoffen und trotzdem sagen, wo meine Grenze ist. Nicht aus Druck, sondern aus Selbstachtung. Und hey, weißt du, ich hatte Angst davor. Nicht vor der Grenze, sondern davor, mich selbst zu verlieren, wenn ich sie nicht setze. Und ja, das kann Angst machen, weil eine Grenze kein Ergebnis garantiert. Keine Nähe, keine Rückkehr, keine Lösung. Aber sie garantiert dir etwas anderes. Dass du dich selbst nicht mehr verlierst.
Und hier kommt für mich Gott ins Spiel. Nicht als schnelle Antwort, nicht als Lösung, sondern als Halt. Ich bitte nicht darum, dass alles gut wird. Ich bitte darum, klar zu bleiben, auch wenn es offen bleibt. Denn genau hier beginnt gewaltfrei Lieben, nicht nur im Verhalten, sondern im Inneren. Dann, wenn du aufhörst, dich selbst zu übergehen, nur um Verbindung zu halten. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, was passiert, wenn Grenzen nicht respektiert werden. Nicht aus Wut, nicht aus Strafe, sondern aus Würde. Gib dich nicht auf und bleib bei dir. Wenn du diesen Weg mitgehen willst, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und bis dahin, bleib dran.